Ja, und damit herzlich willkommen in diesem neuen Piano-Tutorial, in diesem neuen Weihnachtstutorial, hier zum dritten Advent jetzt. Und heute zeige ich euch mal Stille Nacht, also auch ein sehr schönes deutsches Weihnachtslied, auch gar nicht allzu schwer. Und wir machen es auch wie in den anderen Videos. Und zwar werde ich euch erstmal die rechte Hand zeigen. Also zeige ich euch, was die rechte Hand hier an Tönen spielt. Dann zeige ich euch die Töne auf der linken Hand, die Begleitung auf der linken Hand und dann, wie wir beides zusammenspielen. Ja, und dann könnt ihr dieses wunderschöne Lied Stille Nacht auch an Weihnachten hoffentlich euren Liebsten eurer Familie vorspielen. Es lohnt sich, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Okay, also, ich zeige euch erstmal, was die rechte Hand spielt. Und zwar, ja, ich mache das wieder in einzelnen Unterabschnitten, die ihr dann natürlich auch erstmal wiederholt, bevor ihr weitergeht. Ne? Ganz wichtig, immer jeden einzelnen Abschnitt ganz, ganz oft wiederholen, damit sich das auch wirklich einprägt. Umso leichter ist es dann, das Ganze vollständig zu spielen. Also, wir fangen an auf dem G und spielen diese Melodie. Auch in dem Rhythmus. Ich denke, den Rhythmus kennt ihr von Stille Nacht, ja. Also jetzt nicht sowas, sondern dieser Rhythmus. G, A, G, E. Ja. Das ist es erstmal. Von der Fingerhaltung her, ich hatte jetzt den Ringfinger genommen. Ja, da wir nachher hier hochgehen, ist es vielleicht besser, hier den Zeigefinger zu nehmen. Ja. Das Ganze wiederholt sich dann nochmal. Und das ist auch schon der erste Abschnitt hier auf der rechten Hand. 1, 2, 1, 2. Dann geht's weiter. Wir gehen jetzt hier hoch zum D. Am besten mit dem kleinen Finger, der ist ja auch schon hier in Position. Das ist dann der nächste Abschnitt. Zweimal das D und dann das H. Und dann, wenn ihr das soweit könnt, zweimal das C und dann hier das G. Kann man auch beides mal zusammen üben. Und von der Fingerhaltung würde ich es auch so machen, ne? Dass ich dann also hier runtergehe mit der Hand, also mit dem kleinen Finger, ne? Vom D auf das C. Weil wir dann auch wieder hier unten die ganze Hand brauchen. Ne? Wir versuchen immer so kleine Bewegungen und Sprünge wie möglich zu machen. Da ist der Pianist ein bisschen faul, beziehungsweise ist es auch einfach praktischer, um auch sowas fließender und schneller spielen zu können. C, C, G. So. Bis dahin erstmal. Dann kann man natürlich, wenn man die einzelnen Abschnitte geübt hat, das auch erstmal alles zusammen üben, ne? Bevor man weitermacht. Hier hoch. Ja, das bietet sich immer an, dass wir die einzelnen Abschnitte üben und dann die Abschnitte zusammennehmen. So, wenn ihr das soweit könnt, dann geht's weiter. Der ist jetzt ein bisschen länger, der Abschnitt. Wir spielen hier mit dem Mittelfinger am besten, ne, weil wir brauchen hier unten den Daumen und hier oben den kleinen Finger. Also am besten mit dem Mittelfinger. Von der Fingerhaltung her schlagen wir hier das A an. Nochmal. Hier oben das C. H, A, G. Wir gehen also bis zum G runter. Wieder hoch, wieder runter. Und dann hier das E. Ne, das Ganze wiederholt sich nochmal. Also das war jetzt das zweite Mal. Wir spielen das Ganze zweimal hintereinander. Also nochmal. Das war das erste Mal und nochmal. Bis dahin wieder üben, bis ihr das soweit spielen könnt. Und dann springen wir wieder hoch zum D. Und hier bietet sich wieder an mit dem Mittelfinger, weil wir brauchen den Ringfinger und den kleinen Finger hier oben. Also, das ist jetzt ein größerer Sprung. Müsste man auch erstmal üben, vielleicht diesen Sprung zu machen, ne? Also wirklich vom Daumen hier hoch mit dem Mittelfinger auf das D. Und dann kommt folgender Abschnitt.
Ja, du siehst, warum ich jetzt gesagt habe Mittelfinger. Ne? Wir brauchen sowohl den Ringfinger als auch den kleinen Finger. Hier oben. Deswegen. Also nochmal. D, D, F, D, H, C, E. Das ist der nächste Abschnitt. Das wieder üben. Und jetzt kommt der letzte Abschnitt. Wir springen. Hier müssen wir auch wieder ein bisschen Fingerhaltung, auf die Fingerhaltung achten, ein bisschen die Hand bewegen. Wir springen jetzt mit dem kleinen Finger hier auf das C und gehen hier runter. C, G, E. Und jetzt musst du darauf achten, ne? Das ist ja erstmal nicht so schwer. Hier C, G, E mit dem Daumen auf dem E. Und während wir aber hier mit dem Daumen auf das E gehen, zack, bewegt sich der kleine Finger hier runter, denn wir schlagen nochmal das G an. Das F, D und C. Und das ist dann schon der ganze Song. Das ist der ganze letzte Abschnitt. Also nochmal. Das ist jetzt ein bisschen kniffliger für Anfänger vor allem, weil wir müssen hier uns ein bisschen bewegen. Hier mit dem kleinen Finger auf das G, F, D und C. Das ist es schon. Also das ist alles, was die rechte Hand hier an Melodie spielt. Man könnte das noch größer spielen in Akkorden und so weiter und so fort. Ist natürlich immer möglich, bei jedem Song das immer größer und voller zu spielen. Aber ich finde, für diesen Song reicht das hier einfach zu spielen mit den einfachen Tönen in der rechten Hand. Ich spiele nochmal komplett die rechte Hand vor. Ja, das wiederholt sich nochmal. Jetzt gehen wir hier hoch. Und hier runter. Das ist es schon. Das war also die rechte Hand. Das erstmal wirklich so weit üben, bis du das fließend so spielen kannst. Und dann erst die linke Hand mit dazu nehmen. Bei der linken Hand zeige ich dir erstmal die Töne, die wir brauchen. Und dann zeige ich dir das Muster in der linken Hand. Also, wir brauchen eigentlich nur 4 Töne, beziehungsweise nur 3 Töne. Der 4. Ton, der kommt eigentlich, also wir brauchen schon 4 Töne, aber der 4. Ton kommt nur ein einziges Mal vor. Und zwar brauchen wir das C, das F, das G und das A. Ne? C, F, G, A. Und zwar wie folgt. Ich spiele dir erstmal die einzelnen Töne vor mit der rechten Hand. Achte bitte mal nur auf die linke Hand, ja, und üb dann die linke Hand erstmal. Ne? Das ist ganz wichtig. Jetzt nicht beides zusammenspielen, das ist nur, damit ich dir zeige, was die linke Hand hier spielt. Also C. Nochmal C. Ja, das ist der erste Abschnitt. Zweimal C. Dann gehen wir hier hoch. Ja, dann kommt das G. Und wieder das C. Dann kommt das F. C. Das wiederholt sich nochmal, also wieder F. C. Wir gehen hoch. Das G wird gespielt zusammen mit dem D. Dann jetzt kommt das A. Man könnte auch das C nehmen. Ich nehme aber hier gerne das A. Klingt besser. Und jetzt kommt wieder das C. G und C. So, das ist das, was die linke Hand spielt. Also wir spielen C, C, G, C, F, C, wieder F, wieder C, G, A, C, G, C. So, das sind erstmal nur die einzelnen Töne auf der linken Hand. So könnte man es dann auch schon spielen. Das ist die ganz einfache Variante, dass wir also wirklich immer nur den einzelnen Ton auf der linken Hand mitspielen.
und so weiter und so fort. Ne? Das kannst du natürlich erstmal machen, um auf der linken Hand die Töne zu üben. Da spielst du dann wirklich einfach immer mit dem rechten Ton hier den linken Grundton mit. Ist aber nicht die Variante, die ich dir zeigen möchte. Ist erstmal ganz schön, aber ist natürlich noch ein bisschen eintönig, langweilig. Und zwar, was ich dir zeige jetzt als Begleitung. Ja, deswegen ist erstmal wichtig, dass du die Grundtöne weißt, damit du jetzt hier nicht überfordert bist, wenn ich dir die Begleitung zeige. Und zwar spielen wir jetzt also den Ton dann nicht einzeln, sondern im Wechselanschlag. So, ja. Fangen ja mit C an und jetzt spielen wir also immer den Akkord. Ne? Akkord immer Dreiklang von Tönen, das ist der C-Dur-Akkord. Dann haben wir noch den F-Dur-Akkord, G-Dur-Akkord und A-Moll-Akkord. Das sind die 4 Akkorde, passend zu den 4 Tönen, die wir hier brauchen. Und dann schlagen wir das im Wechselanschlag an. Ja, wie folgt. Also wir fangen mit C an. Viermal. Ja, ich spiele jetzt mit der rechten Hand mal zusammen, damit du es siehst, damit ich es mal verdeutlichen kann. Aber noch nicht beide Hände zusammenspielen. Ne? Achte erstmal nur auf die linke Hand. Ja, das erstmal. Ne? Also das ist dann der Rhythmus und die Variante hier, die Begleitung auf der linken Hand. Und so spielen wir das in allen Tonarten weiter. Also wenn ich hier oben aufs D gehe, kommt hier das G. Und wieder das C. Genau. Jetzt kommt das F. Und C. Wir gehen hoch. G. A. Und dann C. G. Und du siehst, also wir spielen eigentlich immer zweimal. Bloß am Ende, ne, wenn wir hier runtergehen, spielen wir es nur einmal und dann G. Auch nur einmal. Und hier das C. So. Okay, also das erstmal so die Grundsystematik, also auf der linken Hand. Ich mache jetzt nur mal die linke Hand vor. Spielen wir also immer den Akkord im Wechselanschlag. Ne? Übrigens, ob du das hier oben oder hier unten spielst, das ist Geschmackssache, das kannst du dir aussuchen. Ich finde beides gut. Ja, hier unten verhaspelt man sich nicht so sehr, weil hier oben spielt ja auch die rechte Hand. Ne? Da kann es sein, dass man sich hier ein bisschen verhaspelt. Vielleicht am Anfang ist es leichter, hier unten zu spielen. Ne? Dann mache ich es jetzt mal hier unten vor. Also, wir schlagen erstmal C an, also C im Wechselanschlag. Und zwar 4 Mal. 3, 4. Dann kommt G. 2 Mal und C. 2 Mal. Dann kommt F. 2 Mal. C 2 Mal. Das wiederholt sich nochmal. Jetzt wieder C 2 Mal. Jetzt sind wir ja hier oben, ne? Dann spielen wir hier das G. Ja, also nur um es zu verdeutlichen. Also 2 Mal G-Dur, dann 2 Mal A-Moll. Ja. Und jetzt nur einmal hier C-Dur, einmal G-Dur und einmal C-Dur. Also am Ende dann dieser Rhythmus hier auf der linken Hand. Ja, und das ist es schon. Also die linke Hand spielt einfach immer diesen Wechselanschlag in den ganzen 4 Tonarten, die wir hier in dem Stück haben. Üb wirklich erstmal hier, so wie ich es gezeigt habe, ohne die rechte Hand die linke Hand, also immer hier diesen Wechselanschlag, bis du die linke Hand wirklich super und auswendig so spielen kannst. Auch die rechte Hand solltest du vorher schon so geübt haben, dass du sie im Schlaf also auswendig kannst. Und erst dann nimmst du jetzt beide Hände zusammen. Und ich spiele dir das Ganze jetzt nochmal langsam vor, zusammen mit dem Haltepedal, damit das auch noch ein bisschen flüssiger klingt. Beim Haltepedal halte ich es immer so, dass ich immer, wenn ich den Akkord wechsle in der linken Hand,
dann auch vom Haltepedal kurz runtergehen und wieder drauf, damit die Töne nicht zu sehr verschwimmen. Also ich spiele nochmal das ganze Stück mit beiden Händen jetzt langsam vor, zweimal. Einmal werde ich hier unten spielen und einmal hier oben mit den Akkorden. Ne? Aber wie gesagt, das ist nicht so wichtig. Man könnte auch hier ganz unten spielen. Das ist natürlich ein bisschen zu tief schon. Aber das ist Geschmackssache. Ich fange erstmal hier unten an und dann hier oben. Das wiederholt sich nochmal. Jetzt gehen wir hoch. Okay, jetzt nochmal ein bisschen schneller hier oben. Und nochmal. Wir gehen hier hoch. Und jetzt G, genau. Ja, du siehst, hier kann man dann sich schon ein bisschen verhaspeln, wenn man hier oben spielt. Und hier unten das C. Ne, deswegen, ja, vielleicht am Ende spielt man es hier unten, man spielt es die ganze Zeit hier unten. Also da such dir einfach die Variante aus, die dir am besten gefällt. Ich persönlich finde es eigentlich hier oben schöner, aber hier unten, ja, klingt beides schön. Also kann man beides spielen. Hier wäre es mir halt natürlich zu tief. Ne? Nee, das ist zu tief auf jeden Fall. Das klingt dann nicht mehr ganz so schön. Ja, okay, das soll es aber gewesen sein. Also ganz wichtig, du musst das jetzt nicht in der Geschwindigkeit gleich mitspielen, wie ich dir das jetzt vorgespielt habe, sondern wenn du beide Hände dann zusammennimmst, üb das wirklich ganz, ganz langsam und in Zeitlupe, Schritt für Schritt. Und dann wirst du sehen, kriegst du es aber hin. Ich denke nicht allzu schwer vom Schwierigkeitsgrad her, also auch für Anfänger auf jeden Fall machbar. In der rechten Hand spielen wir nur die einzelnen Töne und in der linken Hand immer diesen Wechselanschlag. Ja, und das ist auch schon Stille Nacht. Ich hoffe, euch gefällt das Tutorial und ja, ihr könnt mir auch gerne wieder in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze fandet. Dann war's das und viel Spaß hier mit Stille Nacht und euch noch eine wunderschöne Woche und eine schöne weitere Vorweihnachtszeit. Bis dann.